Guten Tag. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Bußgeld. Gut. Nicht schlecht. Bitte stellen Sie sich vor. Sie zuerst. Sergej Safronow. Geburtsdatum? Der 1. Januar des Jahres 1985. Geburtsstadt? Russland, Territorium Krasnojarsk, Stadt Zaozerny. Ihre Nationalität? Russisch. Religion? Christian. Und Sie? Daitomirov Sala Sultanowitsch. Tschetschenische Republik, Bezirk Charoysky, Dorf Kirinskoje. Geburtsdatum? 23. September 83. 83. Ja. Was ist Ihr militärischer Rang und Ihre Stellung? Im Militärdienst? Als du hierher kamst, um zu kämpfen, Ich bin Feldwebel und arbeite als Bombenentschärfer. sind Sie mobilisiert? Ja. Und Sie? Stellvertretender Kompaniechef. Welchen Rang haben Sie? Leutnant. Leutnant. Sind Sie mit der Aufnahme und Veröffentlichung dieses Videos einverstanden? Ja. Ja. Sie haben vorläufig zugestimmt. Wenn Sie nicht wollen, werden wir nicht kommunizieren. Normal. Ja. Und Sie? Ja. Warum wollten Sie das nicht schon vor 5 Minuten? Ich weiß nicht, ich habe nur darüber nachgedacht, wie meine Frau beweisen würde, dass ich ein Gefangener bin. Worte, die Sie vielleicht nicht glauben. Wie kann ich beweisen, dass ich wirklich ein Gefangener bin, dass ich nicht getötet wurde oder ein Deserteur bin? Dies geschah, nachdem ich gesagt hatte, dass ich die Verweigerung mit der Kamera festhalten würde und fragte, warum wollen Sie der Welt nicht verkünden, dass Sie noch am Leben sind? Er dachte darüber nach und sagte ja. War es so? Ja, das war es. Warum sind Sie einverstanden? Ich weiß es nicht, weil ich es muss. Nein, das will ich nicht. Wenn Sie nicht wollen, beenden wir das Gespräch und das war's. Es gibt Menschen, die Nein gesagt haben. Bußgeld. Bedeutet dies, dass Sie einverstanden sind? Ja. Sie wurden mobilisiert und haben gedient. Ja. Wer waren Sie vor dem Krieg? Für wen haben Sie gearbeitet? Ich habe als Lokomotivführer gearbeitet. Wie wurden Sie mobilisiert? Als die Mobilisierung angekündigt wurde, erhielt ich eine Vorladung an meinen Wohnsitz. Im Haus? Ja, ich bin im Haus meiner Eltern gemeldet. Wann war das? Ich reiste also am 28. ab, ging am 26. zum Einberufungsbüro, und die Einberufung wurde, glaube ich, am 24. September verschickt. Das ist schon sehr lange her. Wann haben Sie das Gebiet der Ukraine mit Waffen durchquert? Wir überquerten die Grenze ohne Waffen. Wann war das? Ich glaube, dass wir die Grenze überschritten haben, als wir Rostow am Abend des 17. Novembers verließen, denn wir wussten nicht genau, wann wir die Grenze überschritten hatten. Am 18. warst du schon in der Ukraine. Ja. Was haben Sie im Oktober und November gemacht? Im Oktober und November waren wir in Omsk, in einer Militäreinheit. Was war da? Schießen, Trainingseinheiten, medizinische Ausbildung. Erzählen Sie uns, wer Sie vor dem Krieg in Ihrem Heimatland waren. Was war Ihr Beruf? Ich hatte verschiedene Berufe, aber man könnte sagen, dass ich ein Baumeister war. Sie haben nicht gedient? Bei der Polizei. Nein. Was war Ihr Beruf vor dem Krieg? Ich habe für die Polizei gearbeitet. Welchen Dienstgrad hatten Sie bei der Polizei? Ich war Inspektor, Leutnant. Was ist das? Die Streifenpolizei. Ja, der Streifendienst der Polizei. Verkehrspolizei? Wir haben die Straßen bewacht. Du warst auf der Straße. Wir patrouillierten durch die Straßen. In welcher Stadt? Grosny, Republik Tschetschenien. In Grosny, wie ich sehe. Wie wurden Sie geschickt? Ein Befehl des Verteidigungsministeriums kam. Ich erinnere mich nicht mehr an den genauen Monat. Es war der 29. und wir kamen am 14. oder 15. an. Es gab Ende September einen Auftrag und Sie kamen Mitte Oktober hierher? Ja. September, Oktober. Ja. Mit welchem Gerät sind Sie gekommen? Sever Ahmad Regiment. Wie viele von Ihnen wurden von der Polizei in Grosny hierher geschickt? Nein, in Grosny gab es bereits verschiedene Strukturen des Verteidigungsministeriums, wie das Innenministerium, den UVD und so weiter. Von unterschiedlichen Strukturen. Ja, Verteidigungsministerium. Und Sie wurden abgeordnet, Verteidigungsministerium. bei Ahmad Sever. Ja, Heißt es Ahmad Sever oder Sever Ahmad? Sever Ahmad. Gibt es noch ein Juk? Ja,
Es gibt Yuk, Sever und einen weiteren Sever. Wie viele von ihnen sind dort? Wir waren bestimmt 1500 Mann. Wir hatten 375 Mann im ersten Bataillon. 375 Menschen. Waren es Militärs oder Leute aus verschiedenen Einheiten? Grenzschutz, Polizei? Es gab verschiedene. Gab es auch Militärs? Die Polizei war da, es waren verschiedene Strukturen am Werk. Haben Sie eine militärische Ausbildung? Dort fanden Übungen statt. Wir hatten eine Übung in Kalinovskaya. War es hier? Ja, Aha, ich verstehe. Welches Gebiet hier in der Ukraine besuchen Sie? es gab dort eine Art Fabrik. Ja, es gab dort eine Fabrik. Ist das die Region Donetsk, Kharkiv, Lugansk? Ja, Welche? Donetsk. Gebiet Donetsk. Haben Sie in einer Art Fabrik gelebt? Ja, wir wurden dorthin gebracht. War Ihr ganzes Bataillon dort? Ja, 300 Leute? 370. Wann wurden Sie gefangen genommen? Wir waren wenige, als wir gefangen genommen wurden. Wenn? Es war der 14. Dezember. 14. Dezember. Ja, Wie viele Personen? wir waren zu fünft. Wie war es? Zuerst warf die Drohne Granaten auf uns ab. Wir waren zu 10 im Graben, 5 von uns wurden verwundet und kamen ins Krankenhaus. Wir blieben dort in Position. Dann flog die Drohne wieder ein und warf wieder Granaten auf uns. Wir gingen in den Keller, und im selben Moment waren wir umzingelt. Wir kämpften gegen sie, ich glaube, 2 oder 3 Stunden lang. Ich weiß es nicht mehr genau. Wir begannen uns zu wehren, aber dann ging uns die Munition aus. Dann haben sie angefangen, uns zu vergasen. Wir waren schon fast bewusstlos, kamen aus dem Graben, wurden aufgegriffen und gefangen genommen. Wer hat Sie gefangen genommen? Ich kenne sie nicht, sie haben sich nicht vorgestellt. Waren es die ukrainischen Streitkräfte? Ja, Ukrainer. Gewöhnliche Soldaten? Ja, vielleicht. Keine Spezialeinheit, ein Bataillon? Ich weiß es nicht, aber sie sagten, dass dort auch Soldaten aus Cherson waren, die uns gegenüber sehr respektvoll waren. Das waren normale Typen, die haben uns nicht wie Hyänen angegriffen. Dafür kann man auch den Feind respektieren. Ich respektiere sie dafür, dass sie uns dort menschlich behandeln. Wie viele Menschen haben Sie getötet? Wir haben niemanden umgebracht. Sie haben den ganzen November und Dezember, also 2 Monate lang, gekämpft. Ja, und ich bin schon seit 2 Monaten hier. Wie oft haben Sie schon geschossen? Wir waren zum 2. Mal dort. Zweites Mal. Ja, Warum wolltet ihr unser Volk töten? wir standen in Position. Nun, wie soll ich es ausdrücken? Sie haben uns angegriffen, nicht wir sie, sie haben uns selbst angegriffen. Das taten sie griffen uns an und wir schossen zurück. Mit welchem Ziel haben Sie versucht, unsere Soldaten zu töten? Nein, es gab überhaupt keinen Wunsch. Du hast geschossen. Selbstverteidigung. Dies ist unser Land, dies sind unsere Soldaten. Ich weiß, dass ich auf diese Frage keine Antwort habe. Was machen die Tschetschenen auf ukrainischem Gebiet? Was haben die Ukrainer ihnen gegenüber falsch gemacht? Ich habe keine Antwort auf diese Frage. Wie verhält sich ein Polizist, der als Militär verkleidet in der Ukraine sterben soll? Ich bin im Verteidigungsministerium. Nun ja, aber vorher? Keine Antwort. Keine Antwort. Sie verstehen, dass, wenn es keine Antwort gibt, das Publikum selbst über die Antwort nachdenken wird. Frage. Was bedeutet es, wenn die Polizei zum Kampf geschickt wird? Keine Antwort. Es gibt kein Militär mehr. Nein, es gibt dort eine Menge Militär. Keine Antwort. Erzählen Sie Ihre Geschichte. Woher kommen Sie? Wir kamen in der Ukraine in der Region Luhansk an. Sie nennen es die Region Luhansk, oder? Wann war das? Am 18. November, Wann wurden Sie gefangen genommen? der 3. Januar. Wir haben für dich bezahlt, damit du nicht getötet wirst? Ja.
Wir haben nicht für dich bezahlt. Sie haben also 1,5 Monate lang gekämpft, im November und Dezember. Können Sie uns sagen, wie Sie in Gefangenschaft geraten sind? Es war in der Nähe von Kremena, in der Reserve. Ich ging von einer Kampfposition zur nächsten und stieß auf ihr Militär. Verwirrt? Es stellt sich so heraus. War es am Tag oder in der Nacht? Am Morgen. Wo wolltest du hin? Von einer Position zur anderen. Du hattest keine Karte? Nein. Wie wollten Sie ohne Karte eine Position finden? Ich kannte nur die beiden Positionen, zu denen wir gebracht wurden. Und mehr wusste ich nicht. Gab es Tote und Verwundete? Ja. War? Ja. Gab es Tote? Es gab Tote und Verwundete. Viel? Ich glaube, es gab 2 Tote in unserer Stellung. Ich weiß nicht einmal, wie viele verwundet wurden. 5. Ja. 5. Ja. Gab es in Ihrem Bataillon Tote? Nein. Verwundet? Es gab Verwundete. Schwer verwundet? Vielleicht. Gab es Verwundete ohne Arme oder Beine? Nein. Es gab keine. Wofür sind Ihre beiden Soldaten gestorben? Sie befolgten die Befehle ihrer Kommandeure. Was war der Auftrag? Behalte die Verteidigung. Die Verteidigung in einem fremden Land aufrechterhalten? Ja. Wo ist die Logik? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Was wurde Ihnen befohlen? Keine Antwort. Willst du weiterhin keine Antwort sagen? Aber hat man Ihnen nicht gesagt, wozu Sie dort stehen? Sie haben den Befehl nicht selbst gegeben, Sie haben nicht selbst entschieden, in eine Kampfstellung zu gehen. Du hast mit dem ganzen Bataillon in irgendeiner Fabrik gelebt, und dann hat dir jemand befohlen, in die Stellung zu gehen. Sicherlich. Du warst dort. Hat man dir gesagt, wann der Krieg enden würde? Nein. Ein solches Gespräch gab es nicht. Und Ihnen? Sie sagten nichts. Warum kämpft ihr? Wann ist der Sieg da? Wann werdet ihr nach Hause gehen? Als wir losgeschickt wurden, fragten wir das Einberufungsbüro, wie lange wir in den Krieg geschickt würden, und man sagte uns, dass wir in den Krieg geschickt würden, bis wir siegen würden. Und wo und was ist dieser Sieg? Weiß nicht. Wann kommst du nach Hause? Wir wissen es nicht genau. Wir werden auf den Befehl warten. Wer hat euch befohlen? Tschetschenen oder Russen? Tschetschenen. Was haben sie in der Fabrik gemacht? Wir haben nur gegessen, nichts Besonderes gemacht. Haben sie die Zivilisten gesehen? Wir wohnten einen Monat lang in der Fabrik und waren einen weiteren Monat lang auf dem Posten. Ja, dann einen Monat in Position? Ja, Essen? wir hatten genug. Und Sie? Wir hatten genug. Wo haben Sie Ihren Militärdienst abgeleistet? Ich diente in der 24. Brigade der Spezialeinheiten des GRU. Wir haben einen Vertreter der 24. GRU Spezialkräftebrigade. Wo haben Sie gekämpft? Als ich noch Soldat war? Ja. In der Republik Tschetschenien. Wann war das? Es war vom Frühjahr bis zum Herbst des Jahres 2005. Was taten die russischen Truppen in Tschetschenien? Wir speziell? Speziell russische Truppen. Soweit ich weiß, bekämpften wir zu dieser Zeit den Terrorismus. Hatten sie Terrorismus? Ja, Wer waren sie? wie soll ich es ausdrücken? Es gab alle Arten von arabischen Banden. Scheiterns? Ja, Was hat den Tschetschenienkrieg ausgelöst? Wir haben hier einen Vertreter des GRU, der in Tschetschenien gekämpft hat, und einen Vertreter Tschetscheniens. er war dort nur ein junger Bursche. Wie hätte er dort kämpfen können? Er war derjenige, der getötet hat, aber das ist doch egal, oder? Keine Antwort. Keine Antwort? Wir werden ein interessantes Gespräch führen. Lassen Sie mich raten, wieder keine Antwort und es wird eine weitere geben. Wann begann der Tschetschenienkrieg? In den 90ern? Ja, aber wie? Kennen Sie Ihre Geschichte? Ja, ich weiß. Erzählen Sie uns die Geschichte der 90er. Ich hatte im Bunker einen Granatenschock. Mein Gedächtnis ist schlecht. Keine Erinnerung? Ja, Kennen Sie Geschichte? Ich erinnere mich nicht mehr. Ich musste es herausfinden, denn ich kenne nicht die ganze Wahrheit, da ich mich nicht für Politik interessiere, aber ich muss es wissen. Vielleicht weiß es jemand anders auch nicht und erfährt etwas. Du liest nicht gut Russisch. ja, Nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit. Chronik des ersten Tschetschenienkrieges. Im Juli 1991 wurde die Tschetschenische Republik Ichkeria gegründet. Halt. Wurde Ichkeria gegründet? war, Möchtest du Wasser?
Was? Wasser? Nein, nicht. Unangenehm? Warum ist es unangenehm? Das ist eine Geschichte. Ich habe sie nicht erfunden. Erinnert Sie das an nichts? Was soll ich sagen? Sagt man das so? 91 haben Sie beschlossen, sich von der UdSSR abzuspalten. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass unsere Brüder im Ersten und Zweiten Tschetschenienkrieg gestorben sind. So Allah will, werden wir uns im Jenseits gemeinsam treffen. Und mehr kann ich nicht sagen. Warum haben Sie Angst zu reden? Ich habe keine Angst vor irgendetwas. Das ist die Politik. Sind Bekannte, Verwandte oder Freunde von Ihnen gestorben? Ja, natürlich sind viele in unserer Straße gestorben. Wofür sind sie gestorben? Auch dort wurden unschuldige Menschen getötet. Wer hat sie getötet? Nun, die Russen, natürlich. Warum haben Sie sie getötet? Damals war ich noch ein Kind. Du hast sie später getötet, lies weiter. Am 18. Dezember begannen die föderalen Truppen mit Raketen- und Bombenangriffen auf Grosny. Zur gleichen Zeit begann ein Angriff auf die Hauptstadt Tschetscheniens. Halt. Der Gro-Vertreter liest jetzt vor, wie sie Tschetschenien übernommen haben, das sich abspalten wollte. Zuvor wurde die Republik Itschkeria gegründet. Dann marschierten die Kolonnen ein. Wir alle erinnern uns an den 24. Februar 2022, als Konvois in die Ukraine eindrangen, während ihre Regierung in der Duma abstimmte. Dann begannen die Bombardierungen. Er liest über das Jahr 91. Jeder erinnert sich an die erste Salve und wie viele Schüsse auf die Ukraine im Jahr 2022, am 24. Februar, abgefeuert wurden. Fahren Sie fort. Nicht überall in unserem Land kann heute Frieden herrschen. Dies ist eine vollständige Wiederholung dessen, was wir erlebt haben, als Konvois mit Tausenden von Fahrzeugen auf den alten Karten einfuhren, auf Flüsse stießen, wo Brücken sein sollten und es keine gab, und so weiter und so fort. Es gab Straßenkämpfe. Es gab Techniken. Die Taktik hatte sich überhaupt nicht geändert. Denn Russland lebt nach dem Kanon und den Richtlinien der UdSSR der 40er und 50er Jahre, als alles aufgeschrieben war und gesagt wurde, wie man zu handeln hat. Der Angriff auf Grosny ist ein Angriff auf Kiew. 250 Ausrüstungsgegenstände gingen hinein, aber sie haben es nicht rechtzeitig nach Kiew geschafft. Aber sie sind trotzdem eingedrungen. Das Ziel war klar. Fahren Sie fort. Sie waren Wehrpflichtige und nicht vorbereitet. Wir erinnern uns an unsere ersten Gespräche mit Wehrpflichtigen, die nicht wussten, wie sie kämpfen sollten. In der Nacht vom 23. auf den 24. wurden die Leute, die an den Übungen teilnahmen, aufgefordert, dorthin zu gehen. Sie wussten nicht, dass sie dort kämpfen würden. Es ist eine vollständige Kopie des Szenarios des ersten Tschetschenienkriegs. Erinnern Sie sich an die Massengräber, die in Bucha, Isium und Cherson gefunden wurden. Das Muster ist das gleiche wie in Tschetschenien. Sie töteten Zivilisten, vergewaltigten und misshandelten sie, begruden sie und plünderten sie. Es gibt Videos von russischen Besatzungstruppen, die Eigentum plündern, Teppiche, Fernseher, alles, was sie mitnehmen können, alles, was sie verladen und mitnehmen können. Wie kommt es, dass sie euch umgebracht haben und ihr jetzt unter ihrer Flagge lauft, um uns zu töten? Keine Antwort. Keine Antwort? Warum lachen Sie? Ich bin nicht amüsiert. Ich verstehe, dass Sie nicht amüsiert sind. Ich kann Ihre Reaktion sehen, ich kann die Trockenheit in Ihrer Kehle spüren. Was kann ich sagen? Er hat Angst davor, was mit ihm passieren wird. Ich habe keine Angst, es ist alles in Ordnung. Nach diesem Video wird Ihnen nichts mehr passieren. Es ist eine Garantie für dein Leben. Kadyrov wird es nicht wagen, Ihnen etwas anzutun, weil es für ihn ein Todesurteil bedeutet, obwohl wir eine andere Geschichte kennen. Lassen Sie uns das Spiel spielen. Was ist dort? Kirche. Zerstörte Kirche. Die Stadt. Zerstörte Stadt. Die Stadt. Die Stadt. Zerstörte Gebäude. Zerstörtes Haus. Zerstörtes Haus. In der Tat, auf jedem Foto. Die Stadt. Vielleicht weißt du etwas? Ich. Ja. Das ist Grosny.
Hier finden Sie Grosny und Mariupol. Ich kenne Mariupol nicht, ich habe es nicht einmal gesehen. Was ist das? Ich weiß nicht. Das ist Grosny. Altstadt? Das ist Grosny nach der Invasion. Ich habe dieses Foto eine Stunde, bevor Sie hierher kamen, ausgedruckt. Ja. Wie geht es Ihnen? Hier finden Sie 3 Fotos von Mariupol, alle anderen Fotos sind von Grosny. Ich weiß nicht. Nimmt es, schau es dir an. Das ist Mariupol, glaube ich. Ich kann nur vermuten, dass es Mariupol ist, weil die Fenster aus Plastik sind. Plastikfenster, genau, das sind Mariupol. Damals gab es solche Fenster noch nicht. Sie haben recht. Hier vielleicht Grosny. Das ist Grosny. Ich war nicht dort oder dort in der Nähe, ich vermute nur. Das muss Mariupol sein. Stimmt, das ist Mariupol, auch hier gibt es Plastikfenster. Möglicherweise Grosny. Das ist Grosny, richtig. Hier weiß ich es nicht. Kirche. Kirche, dann ist wahrscheinlich das Gebiet der Ukraine. Das ist Grosny. Hier ist ein weiteres Foto von Mariupol. Ich weiß nicht. Weil die russische Welt immer das Gleiche bringt. Es ist ein Punkt darauf gezeichnet, damit ich nicht verwirrt werde. Sie können es sehen, nicht wahr? Auf dem Foto von Mariupol sind Punkte zu sehen. Warum haben die Russen die Kirchen in Grosny zerstört? Ich kann nicht antworten. Wie funktioniert das? Was trägt die russische Welt? Warum hast du, der du das alles überlebt hast, uns das gebracht? Sehen Sie im Fernsehen, wie unsere Städte zerstört werden? Scharkow, es ist dir egal. Ich kümmere mich, keine Antwort. Wann erhalten Sie eine Antwort? Der Zweck dieses Gesprächs besteht darin, dass Ihre Freunde nachsehen und versuchen, die Frage zu beantworten. Was soll ich sagen? Sagen Sie es, wie es ist. Beantworten Sie die Frage, was die Russen nach Tschetschenien, nach Georgien bringen. Krieg. Krieg? In Tschetschenien und Georgien. Ja, und in der Ukraine. Und auch in der Ukraine. Und auch in der Ukraine. Warum helft ihr ihnen, Menschen zu töten und Städte zu zerstören? Was hat euch Mufti gesagt, als ihr 5 dort saß? Dort in der Moschee? Ja. Das weiß ich nicht mehr. Was würde er auf dem Schlachtfeld tun? Ich habe ein Problem mit meinem Kopf. Mit deinem Kopf ist alles in Ordnung. Das weiß ich sehr gut. Und dein Satz, keine Antwort, ist eine Art Kindergarten. Ich sage es, wie es ist. Er weiß und erinnert sich an alles. Guten Tag, Ihr Mann ist ein Gefangener. Möchten Sie mit ihm sprechen? Ja. Beruhigen Sie sich, er ist am Leben und es geht ihm gut, leider. Ihr Gespräch wird aufgezeichnet und veröffentlicht, sind Sie damit einverstanden? Was ist Ihre Entscheidung? Ja oder nein? Ja. Ist schon gut, du kannst reden, da sitzt er neben mir. Was soll das heißen, er kann nicht reden. Er wird mit dir reden. Gut, ich bin einverstanden. Du sagst nicht, wo du bist. Sprechen Sie über jedes Thema. Hallo. Hallo. Wie geht es Ihnen? Soll ich gehen? Hallo Tochter. Soll ich gehen? Uns geht es gut. Hier ist Vera. Weine nicht, beruhige dich, Mädels, alles ist gut. Wir werden gefüttert, getränkt und bei Bedarf behandelt. Wir warten auf den Austausch. Ich liebe dich auch. Ich warte auf dich. Ich liebe dich sehr. Genau, warte auf mich. Wie geht es meiner Mutter? Mama ist besorgt, weint natürlich und wartet auch. Wir lieben dich. Rufen Sie sie später an und sagen Sie ihr, dass es in Ordnung ist. Wie geht es dir? Alles ist in Ordnung, wir werden gefüttert und getränkt, ein Arzt kommt, um zu helfen, wenn es nötig ist, und bietet medizinische Versorgung. Wir warten auf den Austausch. Machen Sie sich keine Sorgen. Du. Ihre Papiere wurden hergebracht. Ich weiß nicht, warum. Welche Dokumente? Ein Reisepass, denke ich. Haben Sie meinen Pass geschickt oder so? Ich glaube, es geht um Ihren Reisepass und andere Dokumente. Wie geht es Ihrer Tochter? Bußgeld. Bist du ein guter Schüler? Ja, Einser, Zweier? Gehst du tanzen, Judo machen? ja. Gut gemacht. Fahren Sie genauso fort. Wir lieben dich sehr. Ich liebe dich auch. Du musst nur noch ein bisschen warten, dann wird alles gut. Wie viel? Ich weiß es nicht. Vielleicht einen Monat.
Nicht weinen, es ist alles in Ordnung. Vielen Dank für diesen Anruf. Sie können dich hören. Okay, ruf meine Mutter an und sag ihr, dass es okay ist. Mach's gut. Ich habe eine Frage. Bußgeld. Dich lieben. Ich liebe dich. Darf ich Sie fragen, warum Ihr Mann gekommen ist, um uns zu töten? Er wurde einfach mobilisiert und zog in den Krieg. Dies ist keine Antwort auf die Frage. Es ist klar, dass er zur Mobilmachung überging. Warum wollte er uns töten? Ist das sein Zuhause? Kannst du mir sagen, warum du unsere Kinder tötest und unsere Städte zerstörst? Warum sitzen wir ohne Licht da und warum gehen die Kinder nicht zur Schule? Es liegt nicht an uns, wie man sagt. Für wen haben Sie gestimmt? Es ist nicht unsere Schuld. Ich verstehe das. Wieso ist es nicht Ihre Schuld? Ihr Mann kam mit einem Maschinengewehr in ein fremdes Land. Und es ist nicht Ihre Schuld? Haben Sie für den alten Mann gestimmt? Ich habe nicht gewählt. Sie haben ihn also unterstützt. Versuchen Sie es mit dem Baby und gehen Sie für eine Woche in den Keller ohne Licht und Wasser. Wie ich sehe, geht es Ihnen gut. Nein, das ist nicht gut. Was ist nicht gut bei dir? Warum atmest du so? Hast du einen Kloß im Hals? Was haben Sie getan, um den Krieg zu beenden, um den Frieden zu haben, den Sie sich so sehr wünschen? Niemand will eine Sonderaktion. Nicht wir, nicht Sie. Das ist keine Antwort. Was haben Sie getan? Was braucht es dazu? Denken Sie darüber nach, fragen Sie nach der Politik. Sehen Sie sich die Nachrichten an. Wie viele Menschen wie Ihr Mann sind bereits getötet worden? Was würden Sie Ihren Kindern sagen, wenn er hier getötet würde? Wofür ist Daddy gestorben? Mami, wo ist Papa? Papa ist in der Ukraine gestorben. Und wofür? Wofür ist er in der Ukraine gestorben? Setzen Sie den Satz fort. Um Menschen zu töten, ja. Ich weiß es nicht. Wenn Sie wollen, können Sie es sagen. Es tut mir sehr leid. Natürlich. Natürlich schaue ich zu und es tut mir sehr leid. Was sehen Sie sich an? Ich schaue die Nachrichten. Welche Nachrichten schaust du? Welche Kanäle? Russland 24. Russland 24? Sagen Sie uns, was hier wirklich vor sich geht, damit wir uns nicht auf die Phrase beschränken. So stellt sich das heraus. Was ist hier los? Es gibt einen Krieg? Was ist hier sonst noch los? Krieg. Wer tötet wen? Wer geht wohin? Wer vernichtet die Bevölkerungszentren? Wir haben gut gelebt, bevor die Russen kamen. Ja, das ist Krieg. Krieg. Ja. Dir fehlt Land? Wir haben genug Land, genug für mich. Erklären Sie Ihrer Frau, warum Sie hier sind. Hier gibt es nichts zu tun. Ist schon gut, ich lebe und bin gesund. Alles ist gut. Der Mörder ist in Gefangenschaft, satt und gesund. Was habe ich falsch gesagt? Korrigieren Sie mich. Habe ich etwas extra gesagt? Wo hast du studiert? Keine Antwort. Aus einem einfachen Grund gibt es keine Antwort. Ja, Was? nicht mehr. Sie nicht? Ja, Und warum? Wenn du mir sagst, warum, hören wir auf. Sag mir, warum ich es nicht tun sollte, und dann wird es nichts mehr geben. Sag einmal in deinem Leben die Wahrheit. ich sage die Wahrheit. Ich spreche so gut ich kann. Es ist unsere Tradition, dass sich Kriegsgefangene an ihre Landsleute wenden, wenn sie es wünschen. Sie können sich beide an ihre Landsmänner wenden. Sie an die Bürger Tschetscheniens und sie an die Bürger Russlands. Auf Tschetschenisch? Leider nein, denn ich weiß nicht, was sie sagen werden. Nein, was soll ich sagen? Sagen Sie es auf Russisch. Sie sind gekommen, um die russische Welt zu verteidigen. Es gibt einen Platz zum Schlafen und etwas zu essen. Ich sage meinen Großvätern und Müttern, dass sie sich keine Sorgen machen sollen. Ich sage meinen Verwandten, meinen Brüdern, den Straßen, den Dörfern, dass alles gut mit mir ist. Mir geht es gut. Ich sage allen meinen Kommandeuren, dass es mir gut geht, macht euch keine Sorgen. So Allah will, komme ich nach Hause. So ist es nun einmal. Nein, danke. Du willst nicht. Nein. Sie wollen nichts sagen und haben im Grunde gesagt, komm schon, hier ist alles gut. Habe ich recht? Im Krieg ist nichts gut. Dann sollten Sie vielleicht um Verzeihung bitten oder ihnen sagen, Sie sollen nicht hierher kommen. Niemand wird so einfach hierher kommen. Sie wurden absichtlich hierher geschickt. Ein ehemaliger Polizeibeamter und Vertreter des GRU. So ist das. So ist das.